Das Jahr 2010. Europa hatte Angst, auseinanderzubrechen. In den Korridoren der Macht in Brüssel war die Anspannung zum Greifen. Griechenland brannte. Spanien sah zu, wie sein Immobilienmarkt zerfiel und sein Bankensektor mitgerissen wurde. Italien, der Industrieriese, rang nach Luft. Und die Finanzmärkte, die unsichtbaren Richter, hatten den Geruch von Blut in der Luft. Doch in diesem Chaos richteten sich alle Blicke auf eine Hauptstadt. Nicht Paris, nicht London, Berlin. Die Welt stellte eine Frage. Wird Deutschland die Rechnung bezahlen? Würde der deutsche Steuerzahler sein Portemonnaie öffnen, um den Euro zu retten? In diesem Moment war Deutschland der unbestrittene Herrscher Europas. Der Zahlmeister, die Wirtschaftslokomotive, der Tresor. Kanzlerin Angela Merkel war die heimliche Anführerin des Kontinents. Doch wenn man die Kamera von dieser Szene weg und nach Westen schwenkte, sah man eine andere Großmacht, die sich entfaltende Katastrophe mit einer Mischung aus Hilflosigkeit und historischem Bedauern beobachtete. Frankreich. Ein Land, das sich jahrhundertelang als diplomatisches Herz Europas, als intellektueller Architekt der Union und als unverzichtbare ausgleichende Kraft gesehen hatte. Frankreich hätte führen müssen. Stattdessen war Paris gelähmt. Die französische Führung musste entsetzt feststellen, dass sie deutschen Forderungen nicht widersprechen konnte. Um die Märkte zu beruhigen, mussten sie lächeln, neben der Kanzlerin stehen und Sparmaßnahmen billigen, die sie insgeheim hassten. Frankreich war zu einer Nebenrolle reduziert. Doch die bitterste Ironie war, diese Hilflosigkeit war kein Zufall. Sie war die Folge einer selbstgebauten Falle. Eine Falle, die Jahrzehnte zuvor geschmiedet wurde, um die deutsche Macht für immer einzuhegen. Dieser goldene Käfig war der Euro. Und in einer historischen Wendung hatte Frankreich den Käfig gebaut, Deutschland hineingestoßen und sich dann selbst mit dem Monster eingeschlossen, nur um festzustellen, dass das Monster viel stärker war. Um zu verstehen, wie es dazu kam, müssen wir zu einem bestimmten, kalten und schrecklichen Moment in der Geschichte zurückkehren. Der 9. November 1989. Die Nacht, in der die Berliner Mauer fiel. Für die Welt ein Moment pure Freude. Doch in den höchsten Ämtern von Paris und London herrschte Angst. Der französische Präsident François Mitterrand sah in den jubelnden Mengen nicht die Freiheit. Er sah den Albtraum eines vereinten Deutschlands wieder auferstehen. Über ein Jahrhundert lang basierte die französische Außenpolitik auf einem Prinzip: Deutschland schwach oder geteilt halten. Geheime diplomatische Aufzeichnungen zeigen blanke Panik. Mitterrand war verzweifelt. Er war nicht allein. Auf der anderen Seite des Kanals teilte seine große Rivalin, Margaret Thatcher, diese Angst. In einer legendären privaten Unterredung sagte Mitterrand zu Thatcher, ein vereintes Deutschland könnte in Europa mehr Einfluss haben als Hitler. Nicht durch Armeen, sondern durch pure wirtschaftliche und politische Schwerkraft. Thatcher, die Überzeugte, trug angeblich eine Karte von 1937 bei sich, um andere vor den alten deutschen Grenzen zu warnen. Die Angst war so tief, dass Mitterrand sogar erwog, sich an die Sowjetunion zu wenden, um die Wiedervereinigung zu stoppen. Ein verzweifelter letzter Versuch, die Geschichte einzufrieren. Aber die Geschichte friert nicht ein. Der Schwung war unaufhaltsam. Das deutsche Volk wollte die Einheit. Amerika unterstützte sie. Die Sowjetunion war zu bankrott. Anfang der 1990er Jahre erkannte Mitterrand, dass seine Blockadestrategie gescheitert war. Deutschland würde sich vereinen. Frankreich brauchte dringend eine neue Strategie. Wenn sie den Riesen nicht aufhalten konnten, mussten sie ihn anbinden. Sie mussten dieses neue Deutschland so fest an Europa binden, dass es nie wieder allein handeln könnte. Mitterrand und seine Berater entwarfen einen kühnen und riskanten Plan. Der Preis für Frankreichs Zustimmung zur Einheit würde die deutsche Macht selbst sein. Sie würden fordern, dass Deutschland die D-Mark aufgibt. Um das zu verstehen, muss man begreifen, was die D-Mark bedeutete. Sie war nicht nur eine Währung, sie war die Nationalreligion der Nachkriegszeit. Nach 1945 hatten die Deutschen ihre Flagge, ihre Armee, ihren Nationalstolz verloren. Das Einzige, worauf sie stolz sein konnten, war ihre Wirtschaft. Und das Symbol dieser Wirtschaft war die Mark. Sie stand für Stabilität, harte Arbeit und Sparsamkeit. Vor allem aber war sie die dominanteste Währung Europas. Während der 1980er Jahre hatte die Bundesbank die europäische Wirtschaft im Wesentlichen von ihrem Turm in Frankfurt aus gesteuert. Sie kümmerte sich um eine Sache: Inflation bekämpfen.
Es war ihr egal, ob Frankreich hohe Arbeitslosigkeit hatte oder Italien Wachstum ankurbeln musste. Wenn die Bundesbank Preissteigerungen in Deutschland sah, erhöhte sie die Zinsen. Und weil die deutsche Wirtschaft so massiv war, mussten alle anderen folgen. Diese Dynamik hatte Mitterrand bereits zu Beginn seiner Präsidentschaft gedemütigt. 1983 war er gezwungen, seinen sozialistischen Traum aufzugeben und Sparmaßnahmen zu verhängen, nur um die Blutung zu stoppen. Diese Demütigung vergaß er nie. Er erkannte, solange die D-Mark existierte, würde Frankreich niemals souverän sein. Deutschland würde immer die Peitsche in der Hand halten. So wurde die Logik des Euros geboren. Mitterrand dachte, wenn wir sie zwingen, die Mark aufzulösen und einer Einheitswährung beizutreten, werden Entscheidungen nicht mehr allein von der Bundesbank in Frankfurt getroffen. Sie werden von einer europäischen Zentralbank getroffen, in der Frankreich ein Mitspracherecht hat. Wir verdünnen die deutsche Macht in einem europäischen Pool. Es war eine geopolitische Berechnung. Frankreich war bereit, seine wirtschaftliche Zukunft auf ein politisches Pokerspiel zu setzen. Ende 1989 auf einem Gipfel in Straßburg spielte Mitterrand seine Karte aus. Er stellte dem deutschen Kanzler Helmut Kohl ein Ultimatum. Er deutete an, wenn Deutschland einen reibungslosen Weg zur Wiedervereinigung wollte, wenn es den Segen Frankreichs und keinen feindseligen diplomatischen Krieg wollte, dann müsse es sich zur Einheitswährung verpflichten. Helmut Kohl saß in der Zwickmühle. Er war ein Mann der Geschichte, ein Visionär, der vor allem ein wiedervereinigtes Deutschland sehen wollte. Er wusste, dass das deutsche Volk die Aufgabe der Mark hasste. Umfragen zeigten, dass fast 70% der Deutschen gegen den Euro waren. Sie vertrauten ihrer Mark. Sie vertrauten nicht einem vagen neuen Geld, das sie mit Italienern und Griechen teilen sollten. Aber Kohl war auch ein Pragmatiker. Er wusste, er konnte Deutschland nicht gegen den Willen Frankreichs und Großbritanniens vereinen. Er brauchte Mitterrand. Also traf Kohl eine Entscheidung, die die nächsten 30 Jahre Geschichte prägen sollte. Er stimmte zu. Er opferte die D-Mark auf dem Altar der Wiedervereinigung. Er handelte gegen den Rat seiner eigenen Ökonomen und den Willen seines eigenen Volkes, um den politischen Traum eines vereinten Deutschlands zu sichern. Aber, und das ist das entscheidende Aber, das Frankreich übersah, Kohl kapitulierte nicht bedingungslos. Er stimmte dem Euro zu, ja, aber er forderte, dass diese neue Währung nach deutschen Vorgaben gebaut wird. Wenn Frankreich eine gemeinsame Währung wollte, bestand Deutschland darauf, dass die neue EZB ein Klon der Bundesbank sein musste. Sie musste unabhängig von Politikern sein. Ihr einziges Mandat durfte Preisstabilität sein. Und um diesen Sieg symbolisch zu unterstreichen, bestand Kohl darauf, dass der Hauptsitz dieser neuen Bank nicht in Paris, nicht in Brüssel, sondern in Frankfurt sein sollte, buchstäblich um die Ecke von der alten Bundesbank. Darüber hinaus forderten die Deutschen strenge Beitrittskriterien. Sie schufen die Maastricht-Kriterien. Diese Zahlen, 3% Defizit, 60% Schulden, waren willkürlich, aber die Deutschen behandelten sie wie Gebote. Sie wollten sicherstellen, dass unverantwortliche Südländer den Euro nicht für rücksichtslose Ausgaben nutzen konnten. Frankreich stimmte all dem zu. Warum? Weil die französische politische Elite, erfüllt von Arroganz und einem Gefühl historischer Bestimmung, glaubte, Regeln seien nur Papier. Sie dachten, lasst die Deutschen das Regelbuch schreiben. Wir leiten die Sitzungen. Sie glaubten, dass das politische Gewicht Frankreichs die Bank nach der Einführung des Euros zu Flexibilität zwingen würde. Sie lagen tragisch falsch. Als der Euro 1999 endlich eingeführt wurde, schnappte die Falle nicht sofort zu. In den ersten Jahren schien es sogar, als hätte Frankreich gewonnen. Anfang der 2000 erkämpfte Deutschland. Die Kosten der Wiedervereinigung waren astronomisch. Der Wiederaufbau des Ostens leerte die deutschen Kassen. Die deutsche Wirtschaft stagnierte. Die Arbeitslosigkeit war hoch. Deutschland wurde spöttisch der kranke Mann Europas genannt. Frankreich hingegen wuchs recht gut. Die französische Elite klopfte sich selbst auf die Schulter. Sie hatten Deutschland erfolgreich angebunden. Und jetzt kämpfte Deutschland, während Frankreich prosperierte. Es schien, als hätte der Geniestreich funktioniert. Aber angesichts dieser Krise tat Deutschland, was Deutschland am besten kann. Es reorganisierte sich. 2003 startete Kanzler Gerhard Schröder eine Reihe brutaler Reformen, bekannt als Agenda 2010 oder die Hartz-Reformen.
Es war ein Akt politischen Selbstmords. Schröder verlor schließlich seinen Job darüber, aber es transformierte die deutsche Wirtschaft. Die Reformen kürzten die Arbeitslosenhilfe, zwangen die Menschen, jeden Job anzunehmen. Sie deregulierten den Arbeitsmarkt. Sie schwächten die Macht der Gewerkschaften, Löhne zu verhandeln. Ein Jahrzehnt lang stagnierten die Reallöhne der deutschen Arbeiter. Sie arbeiteten härter und länger für das gleiche Geld. Es war eine schmerzhafte Periode der internen Abwertung. Während Deutschland den Gürtel enger schnallte und die Löhne drückte, tat Frankreich das Gegenteil. In Frankreich wurde die 3-5-Stunden-Woche eingeführt. Die Löhne stiegen weiter. Die Staatsausgaben erhöhten sich. Die französische Regierung, die sich im Euro sicher fühlte, spürte keinen Druck zu reformieren. Sie trieb dahin. Und hier begann die Mechanik der Euro-Falle, Frankreich zu zermürben. In den alten Tagen vor dem Euro war die Lösung einfach, wenn Frankreich wettbewerbsunfähig wurde, die Währung abwerten. Der Franc würde an Wert gegenüber der D-Mark verlieren, französischen Wein und Autos für Ausländer billiger machen und das Gleichgewicht wiederherstellen. Es war ein Sicherheitsventil. Aber mit dem Euro war dieses Sicherheitsventil verschweißt. Frankreich konnte nicht mehr abwerten. Es war im selben Wechselkurs wie Deutschland eingesperrt. So öffnete sich eine massive Divergenz. Weil Deutschland seine Löhne gedrückt hatte, brachen seine Produktionskosten ein. Weil Frankreich steigende Löhne zugelassen hatte, stiegen seine Kosten. Bis 2008 waren die Arbeitskosten in Frankreich im Vergleich zum Jahrzehntsbeginn um fast 30% gestiegen. In Deutschland hatten sie sich kaum bewegt. Der Euro wirkte als massiver Verstärker dieses Unterschieds. Für Deutschland war der Euro zu schwach. Wenn Deutschland noch die D-Mark hätte, hätte ihr massiver Exporterfolg die Mark in die Höhe getrieben, deutsche Autos teurer gemacht und ihre Exporte gebremst. Aber der Euro wurde von den schwächeren Volkswirtschaften Griechenlands, Italiens und Frankreichs niedrig gehalten. So genoss Deutschland eine Währung, die für seine Wirtschaft permanent unterbewertet war. Es war wie eine permanente Subvention für BMW, Siemens und BASF. Sie konnten die Welt mit hochwertigen Gütern zu unschlagbaren Preisen überschwemmen. Für Frankreich war die Situation genau umgekehrt. Der Euro war für die französische Wirtschaft zu stark. Er wirkte wie eine Steuer auf französische Exporte. Französische Unternehmen konnten nicht mit den deutschen konkurrieren. Sie konnten ihre Preise nicht senken, weil ihre Kosten hoch waren. Sie konnten sich nicht auf eine schwächere Währung verlassen. Das Ergebnis war ein Zeitlupe-Sterben der französischen Industrie. Jahr für Jahr schlossen französische Fabriken. Jahr für Jahr schrumpfte der französische Marktanteil in Europa. Zwischen 2000 und 2010 brach der französische Anteil am Eurozonenexport ein, während Deutschland davonflog. Frankreich begann massive Handelsdefizite zu erwirtschaften. Die französische Industriebasis wurde ausgehöhlt. Regionen, die einst Zentren der Produktion waren, wurden zu Rostgürteln. Die Zahlen sind vernichtend. In den ersten 2 Jahrzehnten des Euros sank der Anteil der Industrie an der französischen Wirtschaftsleistung von etwa 16% auf 10%. Frankreich verlor fast 1 Million Industriejobs. Deutschland wurde unterdessen zur Exportsupermacht der Welt und häufte massive Handelsüberschüsse an. Das Kapital, das nach Deutschland strömte, blieb nicht nur dort. Es wurde an den Rest Europas verliehen, an die Griechen und Spanier, damit diese weiterhin deutsche Autos kaufen konnten. Was die Schuldenblasen schuf, die 2010 schließlich platzen würden. Als die Krise 2010 schließlich ausbrach, war die Falle voll sichtbar. Frankreich hatte gehofft, der Euro würde es zum Co-Führer Europas machen. Stattdessen hatte der Euro Frankreich seiner wirtschaftlichen Souveränität beraubt. Als die Krisensitzungen stattfanden, hatte Frankreich keine Verhandlungsmacht. Seine Wirtschaft war schwach, seine Defizite hoch und es hatte keine Kontrolle über seine Währung. Deutschland mit seinen übervollen Kassen und seiner robusten Industrie hielt alle Trümpfe in der Hand. Die europäischen Entscheidungen, von denen Mitterrand geträumt hatte, erwiesen sich als deutsche Entscheidungen, die mit einer europäischen Flagge gestempelt waren. Frankreich hatte Deutschland an Europa binden wollen, um seine Dominanz zu verhindern. Es gelang ihnen, Deutschland zu binden, aber sie versäumten vorherzusehen, dass in einem gebundenen System die stärkste Wirtschaft noch gründlicher dominiert als in einem freien. In einem freien System gleichen Wechselkurse das Spielfeld aus. In einem festen System frisst der Starke den Schwachen.
Mitterrands Traum von einem politischen Europa, das die Wirtschaft kontrolliert, wurde von der Realität einer deutschen Wirtschaftsmaschinerie zerschlagen, die die Politik kontrollierte. Das ist die große Tragödie des Euros für Frankreich. Es war ein geopolitischer Geniestreich, der zum wirtschaftlichen Todesurteil wurde. Mitterrand fürchtete den deutschen Soldaten. Er hätte den deutschen Buchhalter fürchten sollen. Er fürchtete die Panzer, die den Rhein überqueren. Er hätte die Audis und Mercedes fürchten sollen, die zollfrei über die Grenze rollen, gestützt von einer Währung, die maßgeschneidert für die deutsche Dominanz war. Frankreich grub ein Loch für Deutschland, in der Erwartung, den deutschen Ehrgeiz zu begraben. Stattdessen fiel es selbst hinein und versucht seitdem wieder herauszuklettern. Doch diese Falle ließ auch das siegreiche Deutschland nicht für immer frei. Der selbstgebaute goldene Käfig fing Deutschland in einer Machtfalle ein, wirtschaftlicher Riese, politische Geisel. Die IM-Target-2-System angesammelten versteckten Forderungen in Billionenhöhe wurden zum unsichtbaren Eisberg-Ei im steigenden Meer des deutschen Wohlstands. Deutschland, so zeigte sich, war nicht mehr der Herr des Euros, sondern sein abhängigster Gefangener. Die Türen sind nun verriegelt. Der Schlüssel liegt in Berlin, aber dieser Schlüssel hat auch Berlin an die Hand gefesselt. Und draußen geht die Welt ihren Weg. Das ist die Realität der Eurofalle.